Den einzigen Körper, den ich habe zum Leben, den ich pflegen muss. Mit den Kindern kam dann wirklich die Sinnfrage, ich bin Bilanzbuchhalter, ist es das, was mich erfüllt? Ist es das, was ich bis zum Ende machen möchte? Ist es das, was ich als Antwort auf die Frage meiner Kinder geben möchte? Gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes und langes Leben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Früher oder später wird das Thema gesunde Ernährung für jeden von uns relevant. Für manche passiert es erst dann, wenn sie eben krank werden, wenn sie eine Unverträglichkeit haben, wenn sie abnehmen wollen oder sonstige Krisen im Leben haben, wo das Thema Gesundheit und vor allem Ernährung auf einmal sehr relevant wird. Für andere ist es dann der Zeitpunkt, wenn sie Eltern werden und sich einmal damit beschäftigen wollen, was sie eigentlich ihren Kindern am besten zu essen zubereiten. Genau das macht mein heutiger Podcast-Gast. Sie begleitet Eltern dabei, gute und gesunde Essgewohnheiten zu etablieren für ihre Kinder. Sie berät sie, denn sie ist ayurvedische Ernährungsberaterin und Köchin und hat mit ihrem Unternehmen Küchenfamilie eine Anlaufstelle geschaffen für Eltern, die das Thema gesunde Ernährung angehen wollen. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier ist, dass wir gleich über ein paar Themen sprechen können, wie natürlich das Thema Zucker zum Beispiel, aber natürlich auch, wie schaffe ich es denn, dass mein Kind gerne Gemüse isst. Das und mehr jetzt hier in dieser Folge und ich freue mich, meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Janette Albrecht. Danke, dass ich hier sein darf. Wir reden heute über ein Thema, was für jeden wichtig ist, nicht nur für Eltern, so viel vielleicht schon mal vorweg, aber natürlich vor allem für Eltern, die genau das Richtige machen wollen mit ihren Kindern, und zwar das Thema Ernährung. Hol uns doch gerne mal ab, wann hast du in deinem Leben gemerkt, dass Ernährung so eine wichtige und große Rolle spielt? Wie wahrscheinlich die meisten Menschen habe ich mich erst damit beschäftigt, als ich krank geworden bin, weil mein Körper mir das immer signalisiert hat, dass ich irgendwas tun sollte. Ich habe aber die Signale meines Körpers nicht verstanden. Und dann hat eben der Arzt eine Unverträglichkeit diagnostiziert und dadurch durfte ich dann zum Ernährungsberater gehen und der hat mir dann erstmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das, was ich jetzt gerade esse, nicht so das Beste ist für meinen Körper. Und dann habe ich mich natürlich noch weiter damit selbst auseinandergesetzt, weil Ernährungsberatung selber, das ist eine kurzfristige Begleitung, dass man erstmal schaut, wo jetzt eigentlich der Schuh drückt. Umsetzen im Alltag muss man es ganz allein. Und das war dann die Reise und das war auch der Startschuss, wo ich dann angefangen habe, langsam zu verstehen, dass Ernährung, wenn sie nicht richtig ist, auch krank machen kann. Und später dann eben auch zu dem Verständnis gekommen bin, dass eben das der maßgebliche Hebel ist, seinen Körper in die Form zu bringen, also nicht nur optisch, sondern eben auch energetisch und auch vom Immunsystem her, über die Ernährung das eben den Hebel anzusetzen und da den größtmöglichen Einfluss auch drauf zu haben. Welche Unverträglichkeit war das bei dir? Das ist eine Sorbitol-Unverträglichkeit, die ist nicht so bekannt, sage ich jetzt mal. Also 2008 war sie noch weniger bekannt, weil die meisten haben Laktose- und Fructose- oder Glutenunverträglichkeit. Die Sorbitol-Unverträglichkeit ist nochmal so ein kleiner Unterpunkt, aber das ist leider in sehr, sehr vielen Lebensmitteln drin. Also gerade die konventionelle Lebensmittelindustrie verwendet sehr viel Sorbitol, gerade zum Haltbarmachen, beziehungsweise auch als Feuchthaltemittel in Kuchen und Broten zum Beispiel, ist aber auch ein ganz natürlicher Stoff, der in der Natur vorkommt, leider, nämlich auch in Apfel, Pflaume, Weintrauben und sonst wo eben gerade auch die gesunden Sachen für mich damals rausgefallen sind, ne? Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Einschränkung, ja. Gerade so im Sommer, ne, frisches Obst, Trauben, Pflaumen, auf jeden Fall was Besonderes, ja. Wie ging Genau. es denn bei dir weiter? Du warst zu der Zeit noch angestellt, hast dann das Thema Gesundheit und Ernährung eben aktiv angenommen, aber jetzt inzwischen arbeitest du ja auch beruflich damit. Was war denn so die Transition dahin, das Ganze auch beruflich zu machen? Ja. Ja, also 2008 war ich noch weit davon entfernt, Mutter zu sein und 2014 bin ich dann Mutter geworden. Ich habe mich natürlich immer gefragt, ob ich überhaupt Mutter werden möchte, weil ich nicht wusste, welche Werte ich meinem Kind vermitteln möchte. Und das ist, finde ich, ist so eine Basis, wo ich sage, was möchte ich denn meinem Kind überhaupt mitgeben? Wie möchte ich mein Kind erziehen? Was bin ich selber? Und ich selber war eben damals überhaupt nicht
in dem Sinne stabil, dass ich in mich reingucken konnte und meine eigenen Werte finden konnte überhaupt. Und das war erstmal so der ausschlaggebende Punkt, dass ich auch eine Reise zu mir selber auch angetreten habe, über die Ernährung, weil ich dann auch wieder zum Yoga gehen konnte, weil Unverträglichkeiten haben immer was mit Blähungen und Magenkrämpfen zu tun. Da kann man nicht zum Yoga gehen und den herabschauenden Hund machen oder was auch immer, sondern man ist dann tatsächlich sozial so ein bisschen ausgegrenzt. Und als ich dann endlich wieder das im Griff hatte und zum Yoga gehen konnte, bewegt man sich ja auch sozial in einem ganz anderen Umfeld. Ich bin dann zum Ayurveda gekommen, das hast du ja auch schon gesagt, dass ich auch eine Ayurveda-Ausbildung habe. Und da kam dann so langsam dieses Bewusstsein, erstmal das Körperbewusstsein, dass ich den einzigen Körper, den ich habe zum Leben, den ich pflegen muss. Und das ist meine einzige Aufgabe eigentlich, dass ich mit mir selber klarkomme und mein Körper da auch das mitträgt, sage ich jetzt mal. Wenn der Körper ist nur so gut, wenn er frei vom Schmerzen ist, weil ansonsten, wenn man Schmerzen hat, kann man nicht in die Meditation gehen, kann man eben auch Sport nur eingeschränkt machen. Und es ist ja dann eine Lawine, die dann sich immer weiter aufrollt und dann auch am Ende doch ein Stück weg Lebensfreude auch nimmt, ne? Gerade so eine körperlichen Einschränkungen. Und darüber dann eben auch in das Bewusstsein zu kommen, auch zu mir selber zu kommen, mit dem Ayurveda, mit dem Yoga, geht's ja auch viel mit nach innen und da dann auch festzustellen, dass das Leben eben keine Generalprobe ist, sondern wirklich eine Uraufführung. Und das zu verstehen, das hat mir, glaube ich, sehr viel weitergeholfen, dann auch die Entscheidung zu treffen, dass ich Kinder haben möchte. Genau. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall eine ganze Reise von 2008 bis 2014. Wie ging es denn dann weiter? Ayurveda-Ausbildung hast du gemacht. War das vor der Geburt deines ersten Kindes oder war das dann später eben mit Blick darauf, das könnte ich auch beruflich machen? Genau. Also das mit dem Ayurveda, das war noch rein privat angetrieben, dass ich eben den Ayurveda-Koch gemacht habe, dann die Ayurveda-Ernährungsberatung quasi, das habe ich gemacht. Das war noch vor den Kindern. Und dann nach den Kindern, also mit den Kindern kam dann wirklich die Sinnfrage, ich bin Bilanzbuchhalter, ist es das, was mich erfüllt? Ist es das, was ich bis zum Ende machen möchte? Ist es das, was ich als Antwort auf die Frage meiner Kinder geben möchte? Was machst du eigentlich, Mama? Und da war die eindeutige Antwort nein, weil ich da drin für mich keinen Mehrwert finden konnte, in einem Konzern in der Buchhaltung zu arbeiten. Und deshalb kam dann so auch die Frage, die sich jeder Selbstständige oder der den Wunsch hat, sich selbstständig zu machen, ja, was kann ich denn eigentlich sonst noch außer dem, was ich mal gelernt habe? Und da bin ich wirklich lange in mich gegangen, habe dann so den roten Faden bei mir gesucht und habe gedacht, ja, du hast seit Kindesbeinen an, konntest du kochen, du hattest auch immer Freude am Essen und an Lebensmitteln, hast jetzt diese Ausbildung auch selber gemacht und dann kam das eben dann noch mit den Kindern und habe gedacht, ja, warum, wenn ich das damals nicht verstanden habe, obwohl ich von meiner Mutter kochen gelernt habe, dass das Essen und die Nahrungsaufnahme aber mehr ist als nur Genuss und satt zu machen, sondern dieses entscheidende Puzzleteil, das nämlich die Nahrungsaufnahme, die Qualität meines Körpers bestimmt und auch die Gesundheit und das Immunsystem und alles andere auch, da habe ich mir dann gesagt, dieses entscheidende Puzzleteil möchte ich meinen Kindern von Anfang an mit vermitteln, dass die tatsächlich wissen, dass wenn sie was essen oder auch nicht essen oder wie auch immer, für was sie sich entscheiden, dass sie das von Anfang an verstehen. Also gerade auch, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt sage, so viel Süßigkeiten sind nicht gesund, dass sie eben auch verstehen, warum das nicht gesund ist. Ne? Und nicht einfach, dass ich nur in Anführungsstrichen ein Verbot ausspreche oder einen Hinweis, dass sie es nicht essen sollen, sondern dass sie auch von sich aus sagen, ja, okay, Mama hat recht. Ne? Weil sie eben dann auch ein bisschen selbstbestimmt mitentscheiden können. Und das war der Anstoß zur Gründung der Küchenfamilie, dass ich eben gesagt habe, ich möchte das Eltern von vornherein vermitteln. Also das ist diese ganz obere Botschaft, sage ich jetzt mal. Das untere ist natürlich, wie schaffe ich es als Mutter oder Vater auch im im Alltag eben zu kochen und mich überhaupt auf das Thema Essen zu fokussieren, so dass es nicht hinten runterrutscht und ich mir dann sage, oh, du hast schon wieder Nudeln gekocht oder hast schon wieder TTK, Pizza
reingeschoben in den Ofen oder hast dir Essen liefern lassen, sondern dass wir wirklich das, weil dafür sind wir auch Eltern geworden, dass wir uns sagen, wir wollen ja das Bestmögliche von uns auch weitergeben an unsere Kinder und auch was vermitteln. Und da dann eben auch den Eltern einen Weg zu zeigen, der ihr Weg ist, der also nicht der mein Weg ist, sondern es gibt verschiedene Wege, wie man das im Alltag auch umsetzen kann, wie sie ihren Weg finden, auch im Alltag täglich zu kochen und gesund und das ihren Kindern auch so vorleben. Ja, ich glaube, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, den wahrscheinlich viele Eltern gerne hören wollen, und zwar irgendwie, Mama, du hast recht, ne? Im Sinne von, zu viele Süßigkeiten sind nicht gut. Ich glaube, davon träumen wahrscheinlich viele Eltern, vielleicht auch diejenigen, die jetzt gerade zuhören, dass sie das mal hören. Hast du da ein paar konkrete Tipps, was genau zum Beispiel oder wie erklärst du das deinen Kindern, dass eben ja Süßigkeiten und wahrscheinlich auch zu viel Zucker, schätze ich mal, eben nicht gut sind für sie? Ja, also gibt ja verschiedene Baustellen beim Thema Zucker, wie wir das jetzt angehen können. Der erste ist erstmal auf der Packung zu lesen, auch als Mutter, erstmal diesen Aha-Effekt zu haben. Das war ja der, den ich damals hatte bei der Ernährungsberatung, weil ich musste ja dann jede Zutatenliste lesen von dem, was ich esse. Und das ist auch wirklich das Aha-Erlebnis beim Thema Zucker. Wenn wir die Packung rumdrehen und gucken, wie viel Zucker ist denn eigentlich in diesem Produkt, was ich gerade kaufen möchte. Und da nehmen wir jetzt mal verpackte Produkte, jetzt nicht Apfel und Co., weil Apfel und Co. sind wieder gesund, weil sie haben die Ballaststoffe ringsrum, die haben auch Zucker, aber Ballaststoffe und machen satt. Wenn wir jetzt dagegen mal den Apfelsaft nehmen, der jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Glas nehmen, 200 Milliliter, 18 Gramm Zucker hat, und das nicht satt macht, ist das ein leerer Zucker, der einfach als Kalorien da sind, in die tägliche Zuckermenge mit reinzählt und aber eben nichts im Körper bewirkt, so gar nichts. Also das sind einfach verschenkte Sachen, die sich aber summieren, dass wir plötzlich bei zu viel Zucker sind, weil 18 Gramm ist leider schon mal die tägliche Menge für also für ein Grundschulkind. Dass wir dann eben ins Übergewicht gehen oder in sonstige Krankheiten. Wenn zu viel Fructose zum Beispiel ist, gehen wir schon wieder Richtung Fettleber, wo ganz viele Kinder jetzt auch schon dran leiden. Und hier einfach zu sagen, der erste Schritt ist, ich lese die Packung und drehe rum, wie viel Zucker ist drin. Ich weiß, mein Kind darf bloß 18 Gramm Zucker pro Tag zu sich nehmen. Und dann ist es alles, was drüber ist, zu viel. Und da einfach auch die Kontrolle zu haben und das auch mit dem Kind zusammen zu machen. Ist jetzt natürlich kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Man kann das dann auch gut visualisieren mit Würfelzuckern, weil wenn wir jetzt Würfelzucker zu Hause haben, dann haben so ein Stück Würfelzucker 3 Gramm Gewicht. Und wenn wir jetzt sagen, 18 Gramm Zucker ist in einem Glas Apfelsaft drin, dann haben wir schon 6 Stück Würfelzucker. Und dann können wir ja mal auch uns selber die Frage stellen oder auch dem Kind, würdest du jetzt 6 Stück Würfelzucker auf einmal essen? Ja, also ein Glas Apfelsaft ist schnell getrunken, aber würden wir jetzt 6 Stück Würfelzucker auf einmal essen? Das ist die ganz große Frage, die sich dahinter auch verbirgt. Und so das auch dem Kind zu veranschaulichen und zu sagen, wir müssen hier eine Grenze setzen. Ich meine, wir geben unseren Kindern ja auch nicht Kaffee. Also wir trinken ja alle, sage ich jetzt mal, täglich Kaffee. Vielleicht trinkt man auch täglich ein Glas Wein. Da sagen wir da auch nicht ja. Trinkt mal mit, trinkt mal mit. Und so ist es auch eine Grenze, die wir beim Thema Zucker setzen müssen. Die Grenze müssen wir uns aber erstmal innerlich erarbeiten als Eltern. Das ist nämlich das ganz, ganz Wichtige, dass wir nicht uns als Spaßbremse sehen oder dem Kind jetzt die Kindheit versauen, sage ich jetzt mal, bei Oma und Opa sagen, Zucker gehört doch oder Süßigkeiten gehört zur Kindheit dazu. Ja, nach dem Krieg oder alles andere haben Süßigkeiten dazugehört, weil es bloß einmal am Tag oder vielleicht einmal in der Woche ein Karamellbonbon gab. Aber in dem heutigen Überfluss, den es heute gibt, ist es eben nicht mehr was Besonderes, weil du was Besonderes bist, also diese Werbung, die es ja damals mal gab, sondern es ist eine Massenware, die leider krank macht. Und als Eltern und als Mutter und als Vater brauchen wir da eine ganz gefestigte Meinung dazu, weil eben die ganze Gesellschaft, der Großteil der Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass auch verstanden zu haben und zu vertreten, dass eben eine Begrenzung bei Zucker wichtig ist und dass Zero-Produkte nicht die Lösung sind. Auch hier ist es wieder ein Lernprozess.
den man eingeht. Und gerade weil dieses Thema Süßigkeiten so, so groß ist, gibt es natürlich auch verschiedene Angebote bei der Küchenfamilie, um wirklich dieses Thema ein für alle Mal aufzuräumen und zu sagen, wir gucken, wo ist jetzt unsere innere Haltung, dass wir uns nicht als Spaßbremse sehen oder als kauzigen Außenseiter, sondern dass wir es wirklich mit voller Inbrunst vertreten, dass weniger Zucker besser ist für unser Kind. Auf jeden Fall, da habe ich gleich ein paar Nachfragen zu, denn du hast ganz viele spannende Punkte angesprochen. Was ich zum einen interessant fand, ist natürlich das Thema in der Nachkriegszeit. Gerade die Generation der Großeltern wahrscheinlich, oder jetzt werdenden Großeltern, die das halt von ihren Eltern wahrscheinlich selber auch so vorgelebt bekommen haben. Super spannendes Thema. Die erste Nachfrage, die ich habe, du sagst ja auch, es fängt bei dir selbst an, als eben als Elternteil, da eine gewisse Haltung einzunehmen und eben nicht die Spaßbremse zu sein. Und deswegen die erste Frage als Referenz. Ich muss das Ganze ja auch für mich eben machen und es als gut empfinden, damit ich es wirklich auch vorleben kann. Ansonsten ist es eben doch die Spaßbremse. Was ist denn so der Referenzwert für Erwachsene jetzt? Bei Kindern hast du gerade gesagt, oder bei, ich glaube, 6-Jährigen 18 Gramm oder so. Wo ist das denn bei Erwachsenen? Nicht so viel mehr, es sind 25 Gramm. Also Ja, das ist tatsächlich nicht mal ein Glas Apfelsaft mehr, vermutlich, ja. nee, also es ist ganz schnell zusammen. Also gerade auch wenn wir die Softgetränke nehmen zum Beispiel, es ist wirklich, also auch Müsli-Riegel, die ja auch als Süßigkeit gelten. Also da, wie gesagt, es ist ein Prozess, den wir dann auch wirklich in den einzelnen Kursen auch aufrollen, dass man auch identifiziert, was ist denn jetzt eigentlich eine Süßigkeit? Was wird denn eigentlich als gesund, angeblich gesund verkauft? Aber ist es letztendlich nicht, weil diese ganze Bilanz von Mehrwert für den Körper und satt machen mit zu viel Zucker einfach auch wirklich überdeckt wird und diese Bilanz einfach nicht mehr stimmt. Und da dann wirklich da auch reinzugehen und das einmal aufzurollen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt Bescheid und jetzt kann ich weiterlaufen. Und ich meine, so war es ja auch bei meiner Sorbitolunverträglichkeit. Ich habe das einmal gelernt, was ich nicht essen kann oder nicht zu viel essen kann. Und das begleitet mich jetzt immer und es ist so in die Gewohnheit übergegangen, weil letztendlich ist ja auch Essen nichts anderes als eine Gewohnheit, ja. Das dürfen wir immer wieder nicht vergessen. Das ist nichts, was man mal mit der Natur aufgenommen haben, wie Schlucken und Atmen, sondern es ist ein gelernter Prozess, den wir, also du und ich jetzt, von unseren Eltern gelernt haben. Und je nachdem, was wir gelernt haben, sind wir damit zufrieden oder nicht. Also ich habe so viele Mütter auch, die tatsächlich sagen, ich weiß, wovon du sprichst, ich brauche jetzt immer noch so viel Energie, um von meinen alten Verhaltensmustern oder Essverhalten, die ich als Kind gelernt habe, wirklich wegzukommen und ich muss mich da wirklich disziplinieren. Also von daher, wenn sich einmal so eine Essgewohnheit, sei es jetzt emotionales Essen, das Kind langweilt sich oder dieses, was wir auch ganz oft sehen im Kinderwagen, das Kind schreit und die Mutter gibt dem Kind ein Stück Brötchen. Das ist wir essen jetzt mal, weil uns langweilig ist. Und da ist schon der erste Schritt von, wir legen ein Fundament, wie sich das spätere Essverhalten mimisch entwickeln wird. Ne? Also da wirklich ganz viel Reflexion und schauen, warum gebe ich jetzt meinem Kind was zu essen, gerade wenn es jetzt eben in so einem Kleinkindbereich ist. Ist es jetzt wirklich, damit es, weil es Hunger hat oder weil ich meine Ruhe haben möchte? Also hier wirklich ganz genau hinschauen. Auf jeden Fall. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen mehr in das Thema, ne, was kann ich für Kinder speziell machen, dass sie eben gute Essgewohnheiten entwickeln. Aber eine Frage vielleicht noch für eben auch alle Eltern letztlich, die zuhören oder alle Erwachsenen. Es müssen ja gar nicht nur Eltern sein, sondern vielleicht auch Menschen, die darüber nachdenken, eben Kinder zu bekommen und das Thema Ernährung für wichtig erachten. Du hast gerade gesagt, Zero-Produkte sind natürlich auch so eine dieser Gesundheitsfallen. Ne? Man denkt, man tut sich was Gutes, ist ja eben, steht Zero drauf, ist weniger drin. Woran liegt das? Vielleicht das nochmal aufklären gerne. Ja, also das Thema Zero gibt's ja dann verschiedene Süßungsstoffe, die da drin sind. Haben die Süßungsstoffe an sich schon mal eine Nebenwirkung. Ne? Die kommen aus der Fabrik und ist nichts Natürliches, was da hergestellt wurde und die haben Nebenwirkungen. Wenn wir uns nicht sicher sind, erstmal googeln und gucken, was bewirkt denn das eigentlich. Das Problem an den Zero-Produkten ist, dass wir keine Veränderung in unserem Verhalten herbeiführen, sondern dass nämlich das Süßungsempfinden, was wir sowieso schon völlig überzogen haben durch die ganzen Süßigkeiten und süßen Getränke,
nur 1:1 austauschen und es nicht zu einem Verhaltensänderung kommt, sondern es wird nur 1:1 ausgetauscht. Und das ist nämlich auch das Ziel von weniger Zucker, dass wir erstmal Schritt für Schritt auf ein natürliches Zuckerempfinden wieder zurückkommen. Weil wir können ja gar nicht mehr natürliche Süße wertschätzen, wenn alle Produkte, die wir essen, sowas von überzuckert sind, dass wir das nicht mehr wertschätzen können. Und Zucker ist nun mal eine billige Zutat und es ist auch logisch, dass alles überzuckert ist, weil es eine billige Zutat ist. Ne? Gibt es irgendeine Form von Zuckerersatzprodukten? Also gibt es ja viele verschiedene, die du als akzeptabel empfindest, oder ist das grundsätzlich dieses Thema komplett weg vom Zucker, quasi eben nur noch das Natürliche und am besten auch keine Ersatzprodukte quasi? Ja, also das war am Anfang wirklich auch so ein Trugschluss bei mir. Das war auch natürlich eine Reise, dass ich gesagt habe, ja, Kokosblütenzucker ist wesentlich besser als raffinierter Haushaltszucker und ja, also diese ganzen, jetzt ist mein Licht aus, die ganzen anderen Zuckerarten, die es gibt. Mittlerweile vertrete ich die Meinung, dass wir eben einfach den Zucker reduzieren auf diese tägliche Summe, die man essen darf. Also man muss auch den Zucker nicht essen, weil der Körper könnte sich auch aus anderen Lebensmitteln umwandeln. Und ich sage jetzt auch, Rohrohrzucker ist völlig fein. Also raffinierter Zucker empfehle ich nicht, weil da sind so viele Verarbeitungsschritte drin. Weil das Credo bei der Küchenfamilie ist, so naturnah wie möglich sich zu ernähren. Und da fällt eben dieser raffinierte Zucker raus, weil er zu viel Verarbeitungsschritte hat. Aber Rohrohrzucker ist völlig fein, weil die geringen Mengen, die wir zu uns nehmen, da tut's bei dem bisschen Vitamin- und Mineralstoffen, die jetzt der Kokosblütenzucker vielleicht mehr hätte, nix. Was ich auf keinen Fall empfehle, und das sind auch wieder, ist im Prozess des Workshops oder des Kurses mit drin, wo wir hinschauen, dass es nicht fruktosebasiert ist, weil zum Beispiel Agavensirup ist zu 100% auf Fructose basiert und Fructose ist nicht förderlich für den Körper. Was wir brauchen, ist Glucose. Und zu viel Fructose führt zur Fettleber. Und das ist natürlich das, was ja jetzt so zunehmend auch steigt, die Krankheitszahlen. Das ist das, was wir nicht wollen. Also hier einfach dann auch das Wissen aufbauen, dass fructosebasierter Zucker, da gibt es einige Süßungsarten davon und Süßungsmittel, dass wir eben darauf nicht reinfallen, sage ich jetzt mal, oder einfach einen großen Bogen darum machen. Sehr schön. Dann schon mal danke für die ganzen Einblicke und lass uns gerne jetzt mal nochmal konkret über das Thema Kinder sprechen. Wie können Kinder wirklich gute Gewohnheiten aufbauen? Das Thema Zucker haben wir eben schon besprochen, die Sensibilisierung auch da, dass das Kind versteht, wie viel Zucker dann eigentlich in den Sachen drin ist und wie viel eigentlich nicht gut ist. Aber was gibt es denn sonst noch so für Themen? Ich glaube, der Klassiker ist das Thema Gemüse, vielleicht vor allem grünes Gemüse. Hast du da noch ein paar Tipps? Wie schaffe ich es, dass mein Kind sich für grünes Gemüse zum Beispiel begeistern kann? Ja, also auch, das fängt ganz, ganz, ganz zeitig an. Also die Gründe auch hier wieder ganz unterschiedlich, warum ein Kind kein Gemüse mag. Das geht von, ich fühle mich nicht beachtet, also dass man daraus ein Thema macht als Kind und dadurch Beachtung auf sich zieht, bis zur super empfindlichen Mundraum, dass man eben da, oder zur Unverträglichkeit vielleicht auch, dass es darüber kommt. Also hier muss man als Mutter auch einfach erstmal im Prozess schauen, wo kommt es denn überhaupt her, dass mein Kind das nicht mag. Und natürlich so zeitig wie möglich anfangen, dem Kind so viel Varianten wie möglich auch näher zu bringen an Gemüse und zu schauen, wir leben es vor, in der Familie immer wieder anbieten, auch wenn das Kind gerade keinen grünen Brokkoli, sage ich jetzt mal, mag, immer wieder anbieten. Deshalb den Brokkoli nicht mehr kaufen, sondern immer wieder auf den Tisch mitbringen, als Gemüse hinstellen. Bei solchen Sachen nie die Sachen vermischen, sondern dem Kind die Wahl lassen, dass es eben sich eigenverantwortlich entscheidet, esse ich's oder esse ich nicht, weil das ist auch dieses große Thema. Wir als Eltern entscheiden, was wir anbieten und das Kind entscheidet, was es davon isst. Also hier einfach auch ganz, ganz positiv besetzen das Thema, nicht mit Stress, nicht mit Streit, nicht mit Diskussion, nicht, dass das Thema Essen negativ behaftet wird und das Kind dann auch am Ende
was weiß ich, eine Essstörung im schlimmsten Fall entwickelt. Also hier einfach auch gucken, wie vermitteln wir das? Wir machen uns keinen Stress. Kriegt das Kind isst es rotes Gemüse, sage ich jetzt mal. Kein Stress machen. Erstmal gucken, was isst mein Kind wirklich? Stimmt das, dass mein Kind gar kein Gemüse isst, sondern erstmal gucken, was ist es wirklich? Und dann nach und nach den Prozess aufbauen. Und wie gesagt, also das würde echt den Rahmen sprengen. Auch hierfür, weil das so ein großes Dauerthema ist wie Zucker, gibt's Workshops und Kurse bei mir. Also das, wie gesagt, Stress rausnehmen ist das Erste und immer wieder ganz lieb anbieten. Sehr schön, ja. Welche weiteren Herausforderungen beobachtest du denn bei jungen Eltern mit dem Thema eben Ernährung für Kinder? Ja gut, die größte Herausforderung, die dann bei den Eltern selber liegt, ist das Thema Zeit. Wie kriege ich das in den Alltag rein, dass ich koche zum Beispiel, dass ich nicht dann das Notfallrezept koche oder vielleicht zu Fertigprodukten greife, was ich eigentlich gar nicht will. Und das zweite Thema ist natürlich auch immer wieder, was soll ich denn eigentlich kochen? Ich bin so ideenlos, weil das ist auch wie das Essen, ist Kochen eine Gewohnheit. Und darüber erlangt man dann nun mal die par excellence, dass man eben dann immer wieder das im Alltag integriert und dann ist es wieder als Gewohnheit drin und dann läuft das Ganze. Also das ist natürlich auch wieder, wir wollen immer, dass alles sofort umgesetzt wird, wie wenn wir am 1.1. das Thema Sport sagen, wir gehen ins Fitnessstudio. Das ist natürlich die ersten 2 Wochen eine Überwindung, vielleicht auch noch die 3. und die 4. Woche eine Überwindung, aber dann läuft's. Also hier einfach auch immer wieder dranbleiben und sagen, ich möchte das. Und da ist natürlich das ganze Thema, deshalb fangen wir bei der Küchenfamilie immer beim ersten Schritt an. Es gibt 4 Schritte beim Thema Mindset. Und das hatten wir ja vorhin auch beim Zucker. Warum möchte ich das jetzt, dass ich täglich koche? Warum möchte ich, dass mein Kind weniger Zucker isst? Warum möchte ich, dass ich es besser finden würde, dass mein Kind mehr Gemüse isst? Also hier einfach dann wirklich sich eine innere Haltung auch wirklich erarbeiten, weil irgendwann kommt natürlich der innere Quatschi oder wie auch immer, der dann sagt, wenn man erschöpft auf der Couch sitzt, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, dass du es nicht schaffst oder siehst du, das hast du nur davon, dass du ordentlich kochen willst oder was auch immer uns der Quatschi erzählt. Und wenn es nicht der Quatschi ist, dann sagt es vielleicht die beste Freundin oder vielleicht Oma und Opa. Und hier dann einfach zu sagen, nein, ich weiß das, warum ich das mache, weil ich nämlich dadurch selber mehr Energie habe, wenn ich was Ordentliches esse und ich lege die Basis für mein Kind, dass es nämlich ein ordentliches Essverhalten entwickelt. Gibt es so eine bestimmte Richtung, in die du quasi kochst oder auch was du vermittelst? Oder ist es einfach eher so dieses naturnah und letztlich ist es egal, wo der Schwerpunkt drauf gelegt wird? Also Genau. vorhin hast du ja vom ayurvedischen Kochen auch gesprochen, aber es gibt ja dann auch zig andere Trends oder Diäten oder wie ähnlich man das nennt, von Low Carb bis ich weiß nicht was. Wie ist das bei euch? Ja, also generell sage ich erstmal, wir suchen uns überhaupt nichts aus. Es ist weder vegan, es ist weder vegetarisch noch Low Carb oder Keto oder sonst irgendwas, weil ich der Meinung bin, dass man erstmal eine Gewohnheit etablieren muss, sein Warum finden muss. Wenn man dann irgendwann mal auf Flughöhe ist, sage ich jetzt mal, dann hat man die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob ich sage immer das Thema Haferflocken, ob ich meine Haferflocken, die ich jetzt im Alltag integriert habe, als Overnight sehe, als gekocht oder als Rohware, weil ich das für mich als besser erachte. Aber bevor wir nicht in die Umsetzung kommen, brauchen wir uns so eine Detailfrage nicht zu stellen, ob jetzt Overnight oder gekocht oder roh wesentlich besser ist. Also hier einfach immer die Empfehlung bei mir. Wir kommen erstmal in die tägliche Umsetzung und dann können wir weiter entscheiden, ob ich vegetarisch, vegan oder sonst irgendwas machen möchte. Sehr schön. Dann schon mal vielen lieben Dank für diese ganzen Einblicke. Ich weiß, du hast auch eine Art Zuckerguide mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die man sich runterladen kann. Ich vermute, den findet man auf deiner Website. Dann würden wir das Ganze auf jeden Fall auch verlinken. Magst du da noch kurz irgendwie was zu teilen? Was lerne ich denn in diesem Zuckerguide, in dem kostenlosen Zuckerguide? Genau, also das Motto ist Kinderleicht weniger Zucker. Und da gehe ich eben darauf ein, auch wieder die 4 Schritte, die es bei der Küchenfamilie gibt. Erstmal das Thema Mindset, warum es überhaupt wichtig ist, dann das Thema Wissen, dann das Thema Planung und dann auch Rezepte sind da mit drin.
Und hier einfach auch zu gucken, nur weil ich weniger Zucker esse, das ist vielleicht das Erste, oder weniger Süßigkeiten ist vielleicht das Erste, was mein Quatschi erzählt, mein Unterbewusstsein, dann verzichtest du ja. Können wir uns jetzt alle mal fragen, wer sagt, weniger Süßigkeiten bedeutet Verzicht? Also da können wir jetzt schon mal sagen, ja, vielleicht. Also hier einfach auch zu sagen, man kann auch Süßigkeiten mit gesunden Alternativen ersetzen. Und das ist natürlich das, was auch in dem Guide, in dem Ratgeber mit drin ist, auch mit Rezepten, dass wir zum Beispiel dann auch auf Energiebällchen umsteigen können. Und die sind wesentlich leckerer als zum Beispiel ein Stück Vollmilchschokolade, ne? Und machen dann letztendlich auch noch satt, weil davon kann man nicht eine halbe Tafel essen, sondern da reicht eigentlich einer. Auf jeden Fall, ja, die Dinger liebe ich auf jeden Fall auch. Ja. Sehr schön. Dann schon mal danke auch dafür. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und generell, ich würde sagen, Jeanette, wenn die Leute Fragen haben, können sie dir auf jeden Fall die Kommentare schreiben, dann können wir da auf jeden Fall auch reinschauen und schaut am besten mal bei der Küchenfamilie vorbei, denn ihr macht noch ganz viele andere tolle Dinge. Nicht nur das Thema Zucker, sondern wir haben ein paar davon, glaube ich, schon angerissen, aber letztlich einfach grundsätzlich die Haltung zum Thema Ernährung für sich und eben für die eigenen Kinder. Genau. Danke, dass du da warst. Danke. Wir kommen jetzt noch zu den Abschlussfragen. Die darfst du auf jeden Fall natürlich auch beantworten, aber die sind nicht mehr fachlich, deswegen machen wir da einen kleinen Cut und jetzt darfst du einfach allgemein noch ein paar Fragen beantworten. Thema Mindset hast du ja auch schon erwähnt, spielt auch bei Ernährung eine richtige Rolle, deswegen passt das, glaube ich, trotzdem thematisch ganz gut und einfach den Satz vollenden. Der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich, zu mir selbst zu finden. Ja. Sehr schön, lassen wir einfach so stehen, es gibt kein richtig und falsch. Der zweite Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, den Weg des Lebens zu leben, der zu mir passt und nicht von außen bestimmt ist. Sehr schön. Ja, wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen müssen wir mal mindestens einmal über das Wort Erfolg direkt sprechen, obwohl ich sagen würde, dass eine gesunde Ernährung auf jeden Fall auch ein großer Erfolg ist, weil es eben nicht selbstverständlich ist heutzutage. Und dann kommen wir noch zum letzten Satz und der geht noch ein bisschen tiefer und deswegen Leben bedeutet für mich. Oha. Leben bedeutet für mich, das ist wirklich schwierig. Was bedeutet Leben für mich? Da es ja kein richtig und kein falsch gibt, ist es doch jeden Tag mindestens etwas Glück zu empfinden und ja, sich nicht in der Opferrolle zu sehen, sondern immer in der kreativen Rolle, dass ich jeden Tag die Chance habe, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Sehr schön. Nee, es gibt wirklich kein richtig und falsch und deswegen ist es einfach spannend zu sehen, was das für jeden Einzelnen hier bedeutet, meiner Gäste und ja, einfach da mal für sich selbst zu reflektieren, entweder live im Podcast, aber natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich auch jedes Mal wieder die Möglichkeit haben, das einfach für sich zu hinterfragen und neue Impulse zu bekommen. Insofern herzlichen Dank auch dafür, dass du das mitgemacht hast und die Sätze verändert hast. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Meldet euch gerne bei Jeanette. Die Kontaktdaten, Webseite und ähnliches findet ihr auf jeden Fall unter diesem Video. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.